Hallo, heute möchte ich ein wichtiges Modellsystem der Quantenmechanik zeigen, die Wellenfunktionen eines Teilchens im Dirac-Potential. Wir wollen also die Schrödinger-Gleichung lösen mit einem Potential v, das eine negative Delta-Funktion ist, noch mit einem Gewichtsfaktor u multipliziert. Wir betrachten also ein Teilchen, beispielsweise ein Elektron, das sich in einem unendlich tiefen, unendlich schmalen Potentialtopf befindet. Das klingt zunächst etwas unrealistisch, denn nichts in der Natur ist unendlich tief und unendlich schmal. Dennoch ist dies ein wichtiges Modellsystem, denn es beschreibt einfach den Zustand eines festgebundenen Teilchens an einem Ort. Und außerdem lässt sich dieses Modell besonders einfach berechnen und es lassen sich ganz grundsätzliche Merkmale von Wellenfunktionen daran studieren. Also los geht's! Wir suchen die Wellenfunktion Psi von x und die möglichen Energiezustände in diesem Potentialtopf. Zunächst schauen wir uns die Diracsche Delta-Funktion nochmal etwas genauer an. Diese Funktion ist unendlich an der Stelle x gleich 0 und überall sonst ist sie einfach 0. Es ist also einfach ein unendlich großer Sprung an einer Stelle. Und das Integral über diese Delta-Funktion ist 1. So ist sie definiert. Wenn wir diese Funktion noch mit minus u multiplizieren, können wir uns folgendes Bild vorstellen. Ich zeichne mal hier einen rechteckigen Potentialkasten. Der hat eine gewisse Höhe und eine gewisse Breite und der Flächeninhalt dieses Potentials soll u sein. Und da die Fläche unterhalb der x-Achse ist, haben wir ein minus u. Und nun machen wir diesen Potentialtopf immer schmaler und tiefer, aber so, dass die Fläche u konstant bleibt. Dann bekommen wir im Grenzfall die Delta-Funktion, die immer noch die Fläche u hat. Man nennt das den Gewichtsfaktor der Delta-Funktion. Zweitens schauen wir uns noch einige grundsätzliche Merkmale von Wellenfunktionen an bezüglich ihrer Stetigkeit und Differenzierbarkeit. Eine physikalische Wellenfunktion Psi muss nämlich stetig überall sein. Stetig heißt, wenn wir hier so zwei Bereiche haben, eine Teilfunktion links, Psi L, und eine Teilfunktion rechts, Psi R, dann müssen sie dort, wo sie zusammenstoßen an der Stelle A, den gleichen Funktionswert haben. Also Psi L von A muss gleich Psi R von A sein, damit sie hier zusammenstoßen. Warum haben Wellenfunktionen diese Eigenschaft? Das liegt daran, weil sonst die Ableitung nach dx an dieser Sprungstelle unendlich groß wäre. Und die Ableitung der Wellenfunktion nach dx ist ja nichts anderes als der Impuls. Wir erkennen hier den Impulsoperator und wenn die Ableitung unendlich ist, heißt das, dass auch der Impuls und damit auch die Energie des Teilchens unendlich groß wäre. Das kann natürlich nicht sein. Man kann auch sagen, so ein scharfer Sprung in der Ortskoordinate widerspricht dem Unbestimmtheitsprinzip, denn dann müsste der Impuls ja unendlich groß werden. Zweitens gilt für Wellenfunktionen auch, dass ihre Ableitung Psi' stetig sein muss. Wir sehen hier, die beiden Teilfunktionen Psi L und Psi R haben an dieser Stelle die gleiche Steigung. Mit einer Ausnahme. Wenn das Potential irgendwo unendlich groß ist, dann kann es zu einem Knick in der Wellenfunktion kommen. Die Ableitung auf der linken Seite muss dann nicht gleich sein der Ableitung der Tangente auf der rechten Seite. Um dies zu verstehen, betrachten wir wieder die Schrödinger-Gleichung mit unserem Delta-Potential an dieser Stelle. Wir integrieren diese Gleichung auf beiden Seiten in einem Intervall von plus minus Epsilon um diese Sprungstelle bei 0 herum. Sieht folgendermaßen aus. Hier steht der erste Teil des Integrals, also über Psi 2'. Hier steht das zweite Integral über u, die Delta-Funktion mal Psi. Und die rechte Seite wird ebenfalls integriert von minus Epsilon bis plus Epsilon um die 0 herum. Nun betrachten wir den Limes für Epsilon gegen 0. Das Integral über die zweite Ableitung ist die erste Ableitung, obere Grenze eingesetzt, untere Grenze eingesetzt und Epsilon gleich 0 gesetzt. Das zweite Integral gibt minus u mal Psi an der Stelle 0, denn überall sonst verschwindet ja die Delta-Funktion, nur bei der 0 selbst integriert gibt die Delta-Funktion 1.
Das rechte Integral verschwindet, denn die Integrationsgrenzen sind ja dann gleich und da Psi selbst endlich ist, kommt hier kein Integral heraus. Nun stellen wir nach Psi' um und bekommen hiermit eine Bedingung für die Änderung der Ableitung an der Sprungstelle. Und wir sehen, dass hier ein endlicher Wert herauskommt, diese Wellenfunktion Psi hat wegen der unendlichen Delta-Funktion bei x gleich 0 einen Knick. Die Ableitung ändert sich hier sprunghaft. Merken wir uns diese Gleichung, wir werden sie gleich noch benötigen. Nach diesen Vorüberlegungen wollen wir jetzt die Schrödinger-Gleichung lösen. Da sich das Teilchen in dem Delta-Potential in einem gebundenen Zustand befindet, also die Energie ist kleiner als 0, machen wir den bekannten Exponentialansatz für die Schrödinger-Gleichung. Psi auf der linken Seite sei eine Funktion a mal e hoch cx und eine Teilwellenfunktion auf der rechten Seite der Delta-Funktion mit a mal e hoch minus cx. Warum wählt man die so? Naja, dann fällt auf beiden Seiten von der Delta-Funktion in die Wellenfunktion mit einer e-Funktion ab. Diese Vorfaktoren a links und a rechts, die müssen gleich sein, wegen der Stetigkeit beider Wellenfunktionen an der Stelle 0. Dann stoßen die genau zusammen. Wir setzen diesen Ansatz nun in die Schrödinger-Gleichung ein. Wir beginnen mit Psi links. Die zweite Ableitung von Psi links ist dann c² mal die e-Funktion. Und für x kleiner 0, echt kleiner 0, ist die Delta-Funktion 0. Deswegen brauche ich diesen Term nicht weiter zu berücksichtigen. Auf der rechten Seite steht wieder e mal Psi links. Nun sehe ich, dass ich auf beiden Seiten der Gleichung die Wellenfunktion Psi kürzen kann und ich bekomme eine Gleichung für die Energie E, für meinen Energieeigenwert. Das c ist der noch unbekannte Parameter aus dem Exponent des Exponentialansatzes. Um diesen zu bekommen, schauen wir uns jetzt unser Ergebnis aus der Stetigkeitsüberlegung von der vorigen Folie an. Wir haben nämlich gesehen, dass sich die Ableitung zwischen den beiden Funktionen rechts und links um genau diesen Betrag ändert. Der gibt uns dann das c. Bilden wir nämlich die erste Ableitung von Psi_r, das ist minus ac. Die Ableitung von Psi links ist plus ac, mit dem Minus zusammen Minus. Und die Psi-Funktion selbst an der Stelle 0 ist ja einfach a. Das a kürzt sich glücklicherweise raus und ich kann nach c auflösen, mu durch h². Das c setzen wir hier in diese Gleichung für die Energie ein und bekommen eine fertige Gleichung für die Energie im Potentialtopf minus mu² durch 2h². Für unsere Wellenfunktion Psi benötigen wir noch den anderen Parameter a. Den bekommen wir aus der Normierung, nämlich das Integral über Psi-Betragsquadrat muss wie immer 1 ergeben. Also integrieren wir erstmal Psi links von minus unendlich bis 0. Diese 2 hier im Exponent, die kommt durch das Psi-Quadrat zustande. Und hier ist das entsprechende Integral für Psi rechts. Die Summe muss 1 ergeben. Nun werten wir diese Integrale aus, wie in Mathe. Das gibt 1 durch 2c von hier und 1 durch 2c von da. Insgesamt können wir damit diese Gleichung aufstellen und nach a auflösen, gibt a gleich Wurzel c und mit diesem Teilergebnis ist es Wurzel aus mu durch h². So, damit können wir unsere Wellenfunktion insgesamt aufschreiben. Psi links bzw. rechts ist ein Wurzel aus mu durch h² mal die e-Funktion plus bzw. minus mu durch h² mal x. Grafisch dargestellt sieht das nun so aus. Hier haben wir unser Delta-Potential. Wir haben nur ein einziges Energieniveau E1 bei minus mu² durch 2h². Es gibt keine weiteren Zustände in diesem Potentialtopf. Und als Wellenfunktion sehen wir beiderseits des Delta-Potentials einen exponentiellen Abfall. Und somit besitzt dieses Teilchen auch außerhalb des eigentlichen Delta-Potentials eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit, denn Psi-Betragsquadrat ist ja die Aufenthaltswahrscheinlichkeit.
Quantenmechanisch hält sich das Teilchen also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier in einem Bereich auf, der klassisch verboten wäre. Denn das Potential an dieser Stelle ist höher als die Gesamtenergie des Teilchens selbst. Das kann sich eigentlich hier gar nicht klassisch gesehen aufhalten. Es funktioniert nur aufgrund der Ortsunschärfe. Aber es gibt auch noch einen weiteren Fall, wenn nämlich die Gesamtenergie des Teilchens hoch genug ist, dass sie über die Nulllinie geht, dann verhält sich unser Teilchen wie ein freies Teilchen. Es kann sich also nach beiden Seiten wie eine Welle hin und her bewegen. Aber es ist nicht ganz frei, deswegen die Anführungszeichen, denn erstaunlicherweise hat das Delta-Potential auch für dieses Teilchen hier oben noch einen gewissen Einfluss. Es kann sich nicht wie eine völlig freie Welle hin und her bewegen. Das habe ich aber dann in einem zweiten Video dargestellt. Gebt mir ein Like, falls ihr möchtet, dass ich dieses zweite Video noch bereitstelle. Okay, ich danke euch. Tschüss.